Die Geschichte der Töchter von Dschingis Khan zeichnet sich als eine der herausragenden Geschichten in der Geschichte der antiken Welt aus. Diese starken, klugen und einflussreichen Frauen spielten eine entscheidende Rolle im Erfolg von Dschingis Khan als strategischer Führer und großer Herrscher. Die Geschichte beginnt mit Dschingis Khan selbst, der geschickt und mutig die verstreuten mongolischen Stämme vereinte und ein mächtiges Reich gründete. Doch der Erfolg lag nicht nur in seiner militärischen Stärke und Tapferkeit in den Schlachten, sondern auch in seiner brillanten Strategie, seine Töchter zur Stärkung seiner Macht und seines Einflusses im Osten einzusetzen. Dschingis Khan entwickelte die Diplomatie durch Tochterheirat, indem er beschloss, seine Töchter mit den Königen verbündeter Staaten zu verheiraten. Aber er beschränkte sich nicht darauf, sondern stellte strenge Bedingungen an potenzielle Könige, bevor er der Heirat zustimmte. Er verlangte von ihnen, ihre anderen Frauen freizulassen, um nur seine Töchter zu heiraten, was seinen Wunsch nach der Stärkung seiner Töchter und der Bestätigung seiner Autorität über andere Könige widerspiegelte. Nach der Hochzeit schickte Dschingis Khan die neuen Ehemänner seiner Töchter in den mongolischen Militärdienst. Dies war kein gewöhnlicher Dienst, sondern sie wurden in die vordersten Reihen des Kampfes gestellt, wo die gefährlichsten Auseinandersetzungen stattfanden. Er sah darin eine Möglichkeit, den Einfluss der anderen Könige zu verringern und seine Macht und Kontrolle über die Region zu festigen. Hier kommt der clevere Trick von Dschingis Khan ins Spiel. Viele seiner Töchter verloren ihre Ehemänner in den Schlachten, was er bereits erwartete. Dadurch konnten seine Töchter die Reiche erben, die ihre verstorbenen Ehemänner regierten. So wurden die Töchter von Dschingis Khan zu großartigen und einflussreichen Herrscherinnen, die die Reiche ihrer ehemaligen Ehefrauen regierten und sie weise und kraftvoll führten. Die Verantwortung der Töchter von Dschingis Khan als Herrscherinnen bestand darin, die Grenzen zu sichern und Schutz für das mongolische Land zu bieten. Während ihr Vater sein Reich weiter ausdehnte, spielten sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität der mongolischen Gebiete und dem Schutz vor externen Bedrohungen. Daher kann mit Zuversicht gesagt werden, dass das Geheimnis des Erfolgs von Dschingis Khan und der Fortbestand seines Reiches in seinen verwitweten Töchtern lag. Diese starken Frauen wurden zu einer starken Schutzmauer um das Imperium und hatten die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen und die inneren und äußeren Angelegenheiten der Reiche zu organisieren, die sie regierten. Die Geschichte der Töchter von Dschingis Khan spiegelt die Stärke der Frauen und ihre einflussreiche Rolle bei der Gestaltung der Geschichte wider. Sie waren nicht nur Symbole für Weisheit und Stärke, sondern auch in der Lage, Blüte und Erfolg in historischen Zeiten voller Herausforderungen zu erreichen. Letztendlich erinnert uns die Geschichte der Töchter von Dschingis Khan daran, dass Stärke nicht nur auf Männer beschränkt ist, sondern dass Frauen in der Lage sind, eine entscheidende Rolle bei der Erreichung des Erfolgs und der Gestaltung der Zukunft zu spielen. Wie haben die Töchter von Dschingis Khan ihre Reiche nach dem Tod ihrer Ehemänner geerbt? Nach dem Tod ihrer Ehemänner wurden die Töchter von Dschingis Khan zu Witwen. Gemäß den mongolischen Traditionen und der von Dschingis Khan entwickelten Politik der Diplomatie durch Tochterheirat hatten sie jedoch Anspruch auf den Besitz und die Herrschaft über die Reiche ihrer verstorbenen Ehemänner. Dschingis Khan hatte eine kluge Strategie entwickelt, um sicherzustellen, dass die Reiche in den Händen seiner Töchter blieben. Wenn ein König, der eine Tochter des Dschingis Khan geheiratet hatte, im Kampf fiel, wurde sein Reich nicht an seine Nachkommen oder andere Familienmitglieder vererbt, sondern direkt an die Witwe, also die Tochter von Dschingis Khan. Diese Erbfolge war jedoch nicht automatisch. Die Töchter von Dschingis Khan mussten ihre Fähigkeiten als Führerinnen und ihre Fähigkeit, das Reich zu regieren, unter Beweis stellen. Manchmal mussten sie sich auch gegen Rivalen oder andere Familienmitglieder durchsetzen, die möglicherweise Ansprüche auf den Thron erhoben. Die Töchter von Dschingis Khan waren jedoch gut vorbereitet, um die Aufgabe der Herrschaft zu übernehmen. Sie erhielten eine umfassende Ausbildung in Politik, Verwaltung und Militärstrategie. Sie waren in der Lage, die Stabilität der eroberten Reiche aufrechtzuerhalten und ihre Macht zu festigen.
Es ist wichtig anzumerken, dass die Töchter von Dschingis Khan nicht als Vasallen oder Marionetten des mongolischen Reiches betrachtet wurden. Sie hatten eine beträchtliche Autonomie und konnten ihre Reiche nach eigenem Ermessen regieren. Sie behielten jedoch eine enge Verbindung zu ihrem mongolischen Erbe und unterstützten weiterhin die Expansionspolitik des mongolischen Reiches. Die Töchter von Dschingis Khan und ihre Nachkommen regierten erfolgreich über die eroberten Reiche und trugen so zur Stabilität und zum Wohlstand des mongolischen Reiches bei. Ihre Fähigkeit, ihre Reiche nach dem Tod ihrer Ehemänner zu erben und zu regieren, war ein wichtiger Faktor für den Fortbestand des mongolischen Imperiums über mehrere Generationen hinweg. Regierten Dschingis Khans Töchter einzeln oder hatten sie Berater? Die Töchter von Dschingis Khan regierten nicht in völliger Isolation, sondern hatten Berater und Beraterinnen, die ihnen bei der Regierungsführung zur Seite standen. Diese Berater waren oft aus der königlichen Familie oder der herrschenden Klasse des jeweiligen Reiches. Die Berater gaben den Töchtern Ratschläge in politischen, militärischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Sie halfen auch bei der Organisation der Verwaltung, der Justiz und der diplomatischen Angelegenheiten. Die Berater spielten eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität des Reiches und der Lenkung der Töchter in die richtigen politischen Entscheidungen. Dennoch lagen die endgültige Entscheidungsgewalt und die Durchführung der Maßnahmen bei den Töchtern selbst. Sie hatten die Freiheit, politische und militärische Entscheidungen zu treffen und den Kurs des Reiches festzulegen. Ihre Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen und interne und externe Angelegenheiten zu verwalten, spiegelte ihre Führungsqualitäten wider. Darüber hinaus konnten die Töchter auch von den Regierungserfahrungen und Ratschlägen ihres Vaters, Dschingis Khan, vor seinem Tod profitieren. Dschingis Khan war ein außergewöhnlicher Anführer und hatte während seiner Herrschaft eine immense Führungserfahrung gesammelt. Es ist möglich, dass die Töchter von dieser Erfahrung und Ausbildung, die sie von ihm erhalten hatten, beeinflusst wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Töchter von Dschingis Khan die Fähigkeit hatten, eigenständig zu regieren, aber sie erhielten Beratung und Unterstützung von Beratern und Beraterinnen, die ihnen bei der Verwaltung des Reiches und bei der Entscheidungsfindung halfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Reise in die faszinierende Welt der Töchter von Dschingis Khan zu begleiten. Ihre unglaubliche Geschichte ist ein Beweis dafür, dass Frauen in der Geschichte eine bedeutende Rolle gespielt haben und dass ihr Erbe bis heute weiterlebt. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefallen hat und Sie mehr über historische Persönlichkeiten und inspirierende Geschichten erfahren möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Hier werden wir weiterhin fesselnde Inhalte präsentieren, die Ihre Neugier wecken und Ihr Wissen erweitern. Unser Ziel ist es, Sie auf dieser Reise der Entdeckung mitzunehmen und Ihnen einen Einblick in die Vielfalt der Geschichte zu geben. Indem wir die Geschichten von bemerkenswerten Frauen wie den Töchtern von Dschingis Khan teilen, wollen wir dazu beitragen, ihr Vermächtnis zu würdigen und die Bedeutung weiblicher Führung und Stärke zu betonen. Wir laden Sie ein, Teil unserer wachsenden Community zu werden, in der wir uns gemeinsam auf die Spuren der Vergangenheit begeben und daraus Inspiration für die Gegenwart und Zukunft schöpfen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns darauf, Sie auf unserem Kanal willkommen zu heißen und gemeinsam die faszinierende Welt der Geschichte zu erkunden.